Da schreiben März 1848, wenn ich historisch werden darf. Denn das ist wirklich ein historisches Datum, weil da die Berliner Volksseele zu kochen beginnt. Haben Sie sicher auch in der Schule gelernt. März 1848, Revolution in Berlin. Na, sehen Sie. Vorläufig kocht die Volksseele ja noch auf kleine Flamme, wenn ich mir so ausdrücken darf. Und mehr als wie ein paar zertepperte Fensterscheiben hat's noch nicht gegeben. Aber da ist doch so eine gewisse Unruhe in der Stadt. Die Leute trauen sich nicht recht auf die Straße. Na, und das wirkt sich natürlich auch auf Karl Spreemann seinen Geschäftsgang aus. Also von Geschäftsgang kann man ja nicht reden, weil nämlich gar keiner ist. Fritze! Fritze! Ja, Herr Spreemann, was ist denn? Also, wenn du nichts zu tun hast, dann mach mal ein bisschen Ordnung, mach den Barchen. Immer schön nach der Couleur sortieren und die Reste extra auf dem Regal da hinten als besondere Gelegenheitsokkasion. Ne? Jawohl, Herr Prinzipal. So, Herr Prinzipal. Na, was gibt es noch? Ist es wahr, dass es gestern Abend Revolution gegeben hat hier auf dem Dönhofsplatz? Die Leute sagen das. Ach, du dumme Zeise. So ein paar grüne Jungs haben drüben beim Gasthof zum Lindenboom ein Fenster hingeschmissen. Aber ich hab die Gesellschaft ganz schön auf den Trab gebracht. Und dir bringe ich auch gleich auf den Trab, wenn du dich hier nicht auf der Stelle um Barchen kümmerst. Hast du gehört? Jawohl, Herr Prinzipal. Na ja. Aber die Ehre. Ach so. Sie sind das bloß, Herr Matz. Na, ich muss schon sagen, Ihre Mittagspause hat ja sehr ausgiebig gedauert. Haben wohl bei Habeln diniert, was? Ich meine wohl, jetzt können Sie bloß, Herr Prinzipal. Was? Sich bei Habeln mit dem Schweiß des kleinen Mannes mästen. Nicht, dass ich wüsste, dass da Schweiß des kleinen Mannes bei Habeln auf der Speisekarte steht. Aber ich kenne mir doch nicht so aus. Bei Habeln habe ich noch keinen da gelassen. So, und nur ran an der Arbeit. Jetzt wäre ja bald der Sommerstoffel verlangt. Dann müssen wir die Nanking aus dem Lager holen. Na, dann kommen Sie mal mit nach Lager, Herr Prinzipal. Das werden Sie gefälligst erledigen, junger Mann. Ich bleibe hierfür, wenn Kundschaft kommt, hm? Dann lassen Sie sich mal eine Zeit nicht lang werden, Herr Spreemann. Herr Spreemann? Hören Sie mal, ich bin immer noch Herr Prinzipal vor Ihnen. Na, meinetwegen, Herr Prinzipal. Aber das wird sich nun wohl bald ausgeprinzipalt haben, Herr Prinzipal. Sagen Sie mal, haben Sie was getrunken? Ich mache einen Tropfen Dünnbier, Herr Prinzipal. Also, soll ich Ihnen mal was sagen? Ja? Sie verstehen das Zeichen der Zeit nicht, Herr Prinzipal. Freiheit und Gleichheit, so heißt jetzt die Parole, Herr Prinzipal. Freiheit und Gleichheit können Sie haben. Seien Sie mal so frei und gehen Sie gleich in Lager und holen Sie den Nanking, aber express, wenn ich bitten darf. Jawohl, jawohl, mal rumkommandieren. Rumkommandieren kann man leichter, wenn man mit einem silbernen Löffel im Munde geboren ist, Herr Prinzipal. Was denn, als wie Icke? Silberlöffel? Nicht mal mit einem Blechlöffel, junger Mann. Nicht mal mit einem Holzlöffel. So ein junger Dussel wie Sie, was weiß der denn, wie das, wenn man mit seinem Vater von früh bis in der Nacht auf der Landstraße liegt bei Regen und Schnee und mit einem Bündel auf dem Buckel mit ollen Kledagen, wo mein Vater in der Stadt gekauft hatte, um sie draußen auf der Bergfaden Bauern zu verkloppen. Was will so einer wie Sie davon, wie froh man gewesen ist, wenn man ein Schollendach über den Kopf gehabt hat und ein Bündel Stroh als Zudeck für die Nacht? Hat ihn schon mal ein Bauer mit einem Hund von Hof gejagt? Mit einem silbernen Löffel im Mund. Auf der Weg froh gewesen, wenn ich Stücke trocken Brot im Mund gehabt hätte. Aber was wissen Sie denn davon? Na ja, das wusste ich nicht. Das ist der ungut, Herr Prinzipal, aber die Leute reden jetzt überall so viele von Freiheit und Gleichheit. Da halt man jetzt... Und das lassen Sie sich bloß nicht zu Koppe steigen, verstehen Sie? Und versuchen Sie keine Revolution in meine Gegenwart. Sonst kriege ich's fertig und nehme das Ellenmaß und Kopfhaft, Herr Prinzipal. Ja, sehe ich selber. Aber Ihre Madame, was soll's denn sein? Tag. Ich will mal hier bloß mal ein bisschen umkicken. Bitte, kicken Sie ruhig um und Sie sehen ein wohl assortiertes Lager von allen modernen Stoffen, reell und billig. Also zu Ihrem dunklen Haar würde Klatschmohnrot ganz besonders passen, wenn Sie mir fragen. Na fassen Sie doch Preis da an. Das ist Cartoon, was? Das ist aber ganz schön dreckig. Der Cartoon? Haben wir gestern erst ausgepackt, Madame. Nicht auf das Regal. Da liegt der Staub ja fingerdick. Das ist ja wohl nicht. Nee, wirklich. Bitte!
Bitte! Herr Prinzipal? Wer kommt, aber ein bisschen gallig. Und der Ladentisch ist ja wohl auch seit vergangenen Pflaumendienst nicht mehr ausgefegt. Und sehen Sie mal das Spinnenweben da an der Decke. Herr Prinzipal? Sag mal, wann hast du denn das letzte Mal hier Staub gewischt, was? Wann hast du das letzte Mal ausgefegt, du Ferkel? Zu neuer, Herr Prinzipal. Dann sehen Sie mal, wie die Lampen verrußt sind. Nee, Herr Spreemann, das ist nicht von mir. Da geht am liebsten gleich wieder. Was ist hier fertig? Und da muss man sich ja von morgen bis zum Abend abrackern, Herr Spreemann, bis man das sauber kriegt. Ach, und einen schönen Gruß auch noch von Herrn Sanitätsrat Sternfeld. Von Sanitätsrat? Wie kommt denn zu dem? Na, der hat mir doch Wein geschickt, Herr Spreemann. Eine Wirtschafterin würden Sie brauchen, hat er mal gesagt. Nee, lieber's nicht. Also, wenn ich das hier sehe... Ich bitte Sie, mit dem Laden haben Sie doch nichts zu tun, Mamsell. Da sorgt der Lehrling für Reinlichkeit. Und sofort ein bisschen gründlich, mein Junge. Wenn ich noch einmal fingerdick Staub auf die Regale finde, dann staubt das bei dir, verstanden? Jawohl, Herr Prinzipal. Also nee, wie gesagt, Mamsell, der Dreck hier unten ist ja Fritzen sein Dreck. Ihnen geht ja bloß der Dreck oben in meine Wohnung was an und da ist ja keiner. Denn die Mamsell Dorothee, was ihre Vorgängerin war bis gestern, die hat mal beide zu viel geputzt und gewienert und gescheuert, wenn sie Bier fahren. Aber das können Sie ja alles selber veraugenscheinen. Nun kommen Sie mal mit ruf, nicht wahr? Naja, kicken kann ich ja mal. Ja, das können Sie unbesehen, können Sie da kicken. Oben bei mir, da ist es besser bestellt. So, kommen Sie mal. Bitte, hier. Hier jetzt die Lavendeltreppe hoch, nicht? Gestatten Sie, ich gehe vor, ja? Na, und oben zeigt er ihr denn die Wohnung. Schlafstube, Wohnstube und Jutestube und die Küche und die Kammer, wo die neue Wirtschafterin nur schlafen soll, wenn sie sich einig werden. Na, und das wären sie ja denn auch. Und Spreemann, der ist heilfroh, dass er wieder bewirtschaftet wird. Also, Mamsell Lieschen Schmidt mit ihren vollen christlichen Namen, die kriegt nur ihren Daler Handgeld und dann geht sie ihre Sachen holen. Das ist nicht Fülle, bloß ein Wäschekorb voll. Aber alles proper und reinlich. Und als Karl Spreemann am Nachmittag aus dem Laden hochkommt in seine vier Wände, da duftet ihn ein Kaffee entgegen, wie ihn noch keine von seinen verflossenen 6 Mamsells zustande gebracht hat. Ist gut, wenn Sie mir fragen. Und da sind wirklich bloß 2 Lot Kaffeebohnen drin? Nur sehen Sie mal an. Kuchen habe ich ja nicht mehr backen gekonnt. Da hat es halt nicht zugereicht. Aber ich habe gedacht, ein schönes Butterbrot mit Honig. Ist auch nicht zu verachten, Mamsell Lieschen. Nee. Sehr gut. Und wenn ich sage sehr gut, dann meine ich auch sehr gut. Das freut mich, Herr Spreemann. Aber nun müssen Sie mal noch ganz genau sagen, was Ihre Leibgerichten sind und dann, wo ich inkopen gehen soll. Ist es denn die möglich? Nach meinen Leibgerichten hat mir noch keiner von der halbe Dutzend gefragt, die vor Sie bei mir in Stellung waren, Mamsell. Na, dann wundere ich mich auch ja nicht. Deswegen nicht. Und jetzt ist so oft Ihre Mamsells gekündigt haben, Herr Spreemann. Was denn ich? Die Esther haben mir gekündigt. Länger als wie ein halbes Jahr hat das keine hier ausgehalten. Ja, diese verflixten Weiber. So, Ina, sind Sie. Nee, um Gottes Willen. Nee, nicht was Sie denken. Diese Mamsell, das ist so, ne? Ja, ich hab da 2 Stück liebe Verwandtschaft auf dem Puckel. Tante Caroline und meine Base, der tolle Mariechen. Und die 2 Bäden, die haben's doch immer wieder verstanden, mir meine Mamsellen aus dem Haus zu jaulen. Eine nach der andere. Die ist das. Mamsell Lieschen, lassen Sie sich leichtig rollen? Wenn Sie meinen, ob ich mir aus einer Stellung rausrollen lasse, weiß ich nicht vorher. Aber wissen Sie, ich habe es mein Lebtag nicht leichter gehabt. Mit 8 Jahren im Waisenhaus, mit 12 raus und in die erste Stellung beim Bauern und immer so weiter. Und jetzt bin ich gerade 30 vorbei. Sehen Sie mal an, Donnerwetter nochmal, das hätte ich Ihnen gar nicht angesehen. Schon 30. Und da kriegt man denn dickes Fell, Herr Spreemann. Wie die Mutter von Sanitätsrat tot war, bin ich zu meiner Verwandtschaft gegangen. Und bei die habe ich ein halbes Jahr geschuftet wie ein Kümmeltürke. Und dann für ganz umsonst, weil ich doch eine Cousine bin, so um 7 Ecken. Und jetzt bin ich eben hier.
Und da soll ich mir von Ihrer Verwandtschaft wegschraulen lassen? Ich nicht, Herr Spreemann. Was mir angeht, ohne mir. Naja, dann wollen wir mal das Beste auf. Ja. Sagen wir, soll ich nicht vielleicht doch noch ein Honigbrot, Mamsell Lieschen? Also der Zeug, das schmeckt. Dann melken wir noch mal die Biene, oder? Aber gerne, Herr Spreemann. Wenn Sie das nur ordentlich schmeckt, lass ich mal ruhig mal stechen. Ja. Sieht das an, Mariechen. Hat sich der arme Mann seinen Kaffee selber gekocht. Karle, na nun, fehlt dir was? Kommt mal ein bisschen verkühlt. Na, da werden wir dir mal ordentlich legen. Nee, lass mal, das geht von alleine besser. Kuchen haben wir da mitgebracht. Plunderbrezel, fetter Karl. Und zum Abend bleiben wir dann Obstleib. Ja. Alter Braten und Brotspuren, haben wir alles mit. Soll es doch mal einen richtigen gemütlichen Abend verlegen, damit du siehst, dass es doch ohne Mamsell und ohne Wirtschafterin geht. Grüne Heringe haben wir auch noch mit. Ich kann es nicht verstehen, warum der partout keine Familie gründen will. Ist doch ein trauriges Leben für einen Mann wie dich, so einsam und alleine. Und sage bloß nicht, du findest keine. Da brauchst du gar nicht weit zu suchen, Karlemann. Aber Mutter... Na, du hast es jetzt nicht nötig, auf Mitgier zu kicken. Aber die ich vor dir im Auge habe, die bringt noch ganz schön was mit in der Wirtschaft. Aber Mutter... Hier ist das Honigbrot, Herr Spreemann. Wer ist denn das? Naja, hier hat man ja nicht zu Worte kommen gelassen vor lauter liebliche Fürsorge. Also das ist Mamsell Lieschen Schmidt. Aha. Vielleicht schon wieder eine neue Wirtschafterin? Kindermädchen brauche ich ja nur wohl nicht mehr. Ja, Mamsell, das ist nur meine Tante Caroline. Aha. Und das ist meine Tante, ihre Tochter Mariechen Hilfe. Aha. Aha. Darf ich mal fragen, wo du die aufgegabelt hast? Ich komme mit der Empfehlung von Herrn Sanitätsrat Sternfeld. Die mag nicht gefragt. Ich mag das nicht, wenn eine so vorne weg ist mit der Mundwerk. Mutter, komm, wir gehen zu Hause. Da bleib ich hier. Hast du wenigstens wer ihre Zeugnisse gesehen? In Kaffee kocht sie, der ist besser wie alle Zeugnisse, wenn du mir frägst. Gut, das spricht für ihr, da bin ich dir recht. Kaffee kochen kann jeder. Du bist still, Mariechen. Bisschen sehr jung sind sie für ihr alter Mamsell Schmidt. Kann nicht jede von sich sagen, wahr? Bisschen sehr impertinent ist sie. Aber ist ja deine Sache, Karle. Ist deine Sache, mit wem du dir begibst. Da sagt ja nichts. Und plus eines noch. Den Mann in so reifere Jahre wie deine, der soll sich für gewisse Weibspersonen in Acht nehmen, die ja doch bloß darauf abgesehen haben, sich in warm Nest zu setzen. Das ist aber ja nicht mütterlich von Sie, Madame, dass Sie Ihre eigenhändige Tochter in eine gewisse Weibsperson betitulieren. Mutter! Also, das ist ja wohl die höchste Höhe, was mir hier zu nahe getreten wird. Sie sind ja eine Verbrennung. Bemühen Sie sich nicht, Madame. Wenn hier eine von uns rausgehaut werden soll, ich nicht. Noch ein Honigbrot, Herr Spreemann? Ja, noch 2. Ich muss mal sitzen. Nee, das war zu viel. Und du sitzt da und sagst kein Wort. Was soll ich denn sagen? Du sagst doch alles alleine. Ach, Karl hat dich gemeint. Aber der sitzt ja da und lässt sein Ei in Fleisch und Blut bis auf der Knochen bleiben und rührt sich nicht. Sind ja man gerade über 6 Scheffel Erbsen miteinander verwandt, wenn du mir frägst, nicht? Und ich will ja nichts gesagt haben, Tante, aber die verwandtschaftlichen Gefühle in eure Brüste, die habt ihr doch erst gespürt, wie ich zu Jent gekommen bin. Ja. Solange ich noch mit meinem Serienvater die Landstraßen betippelte, da hat sich doch keiner um mir gekümmert, kein Aas von der ganzen pucklichte Verwandtschaft. Also, wenn das nicht der purste Undank ist, hier, Karle, kiek dir das Mädchen an, das Mariechen, was hättest du nicht für Partien machen gekonnt. Aber nee, ich liebe nur ihn, hat sie sich immer an mein Mutterherz ausgedehnt. Und was meinst du, wen sie da gemeint hat? Ja, das ist ja nun nicht so zu raten, ne? Ja, Mariechen. Ja, fetter Karl. Fetter Karl. Dass dir die Judenpartien durch die Lappen gegangen sind, da ist ja wohl deine Mutter ganz alleine dran schuld, weil sie immer schon den gezückten Sehen parat gehabt hat, wenn bloß irgendwo in der Nähe eine Männerhose zu sehen war. Und da sind die Männer komisch, wenn sie dir frägst. Aber dass ich nur noch zu guter Letzt als Notnagel herhalten soll, also nee. Und jetzt werde ich dir mal was sagen, Karle. Jetzt nicht. Jetzt muss ich bei Slowitska die Stiefel, wo der mir geschustert hat,
Also, was mir die Hühnerohren bedrücken, das halte ich nicht länger aus. Och, hast du auch Hühnerohren? Da ist ich ein Judenoperateur. Du fang doch mit euren Hühnerohren an. Was soll denn das? Hirschhorn ist da. Den schicke ich dir mal ins Haus. Für der Karl. Für der Karl. Weg ist er. Musst du auch mit deinen Hühnerohren kommen, wenn du dein Lebensbild siehst, wie so verdunkelte Ohren. Doch, Mutter. Und dabei hattet ihn schon auf dem besten Wege. Aber das sage ich dir, das nächste Mal, wenn es wieder mal so kommt, dann fällt dir gefällig Leich um den Hals, bevor er zum Schuster wegschlupfen kann. Na, was denn? Haben Sie es auf der Brust? Ja, ist ein bisschen, ja. Aber viel schlimmer sind ja die Stiefel. Tunnerlittchen, gestern haben sie gedrückt und heute drücken sie, dass ich denke, ich soll in die Luft gehen, wie ist das, Lowitzka? Na, wenn wir gleich haben, Herr Spreemann, zeigen Sie mal hier den Fuß. Ja, bitte. No, das ist ein Hühnerauge. Ja, ne? Hat eine mächtige Ausstrahlung. Naja, dann werden wir die Kappe ein bisschen aufkloppen, dann hat auch Ihr Hühnerauge Platz im Stiefel. Ach, dann, das soll doch mein Hühnerauge freuen, wie ist das? Ja, aber ein Gutes haben die engen Stiefel nur doch, ja. Ich bin mit dem Judengrund von meiner Verwandtschaft weggekommen, wissen Sie? Stellen Sie sich vor, ich hätte ja nicht viel gefehlt und die Tante hätte mir mit ihr Mariechen verlobt, ob ich gewollt hätte oder nicht. Also, diese Frau war ja zu allem entschlossen. Ja, Herr Spreemann. Hört jeder seine Sorgen. Ich werde ja nun auch bald wegmachen hier aus Berlin, wenn das so weitergeht. Das wäre die Tante so richtig zu Pass gekommen. Ich hätte ja überhaupt nichts wegmachen sollen aus Pardubice, wo ich her bin. Habe ich eine Goldgrube von Werkstatt gehabt. Nur die Leute, die haben immer gesagt, in Berlin, da liegt das Geld auf der Straße. Was heißt, auf der Straße? Ich habe keins gefunden. Aber dafür habe ich Schulden wie ein Major. Naja, wäre ich mal bloß in Pardubice geblieben. Die Tante, wissen Sie, meine Tante Caroline, die ist ein Biest, wenn Sie mir fahren. Erst war sie Wirtschafterin beim Vetter von meinem Vater. Ein sehr entfernter Vetter, so weit entfernt, dass er uns ja nicht gesehen hat. Und da ist es ihm immer so um Bart gegangen, verstehen, bis er ihr endlich geheiratet hat, um seine Ruhe zu haben. Seine Ruhe, der arme Knochen. Das Mariechen hat ganz schöne gequart, wie sie denn zur Welt gekommen ist. Und die Tante hat den Onkel auch bloß noch genervt und gepiesert, bis er sich gesagt hat, lieber gut gestorben, als wie schlecht gelebt. Naja, und das hat er dann auch vernünftigerweise gemacht. Und die Tante hat einen Dicke beerbt. Sehen Sie, Meister, so ist das Leben. Ne? Ja, so ist das Leben. Jeder hat sein Packet zu tragen. Übrigens, wenn ich auch Ihnen Ton von mir geben dürfte, Herr Spreemann, Sie kommen doch herum in der Geschäftswelt und kennen viele Leute. Wissen Sie denn keinen, der sich für meine Erfindung interessiert? Was denn, vor Ihrem Maschinismus? Ja. Wo Sie fix und fertig Stiefel mitmachen wollen? Funktioniert denn schon was? Naja, teilweise, ja. Nein, das heißt, ich müsste doch ein paar hundert Taler reinstecken. Dann wäre es schon möglich, dass es funktioniert, Herr Spreemann. Ich müsste nur einen finden, der mir eine Bürgschaft für das Geld gibt. Wenn Sie vielleicht daran interessiert wären, Herr Spreemann. Ja, Geld hätte sie ja, die Tante Mariechen. Wird man ganz schön was mitkriegen in der Ehe, ne? Was für eine Tante hat denn Geld? Naja, meine, nicht vor Ihnen. Ach so. Vor mir erst recht nicht. Nee, nicht in die Lameng. So, na jetzt müssen die Stiefel aber passen, Herr Spreemann. Na, erst mal anprobieren. Ne? Augenblick. Ja. Übrigens, halt ja nur eine neue Wirtschafterin, ist das Lowitzka. Eine neue Mamsell, ja. Also ein ganz adrettes Frauenzimmerchen. Und hat das Maul auf den richtigen Fleck. Ja. Wie die heute der Tante gegeben hat, à la Bonheur, du. Und auch sonst ist, naja, ist nicht gerade eine Venus, nicht, wenn sie mir fahren, aber Kaffee kochen kann sie, das, ja, sehen Sie? Ja, nun passen Sie. Warum denn nicht gleich so, Meister Slowitzka? So geht man doch auch ganz gerne wieder zu Hause. Wenn man weiß, da ist eine, die ihn seine Leibgerichte kocht und auch sonst für die Gemütlichkeit sorgt. Ist ja wirklich ein äußerst angenehmes innerliches Gefühl, Meister Slowitzka. Das ist äußerst angenehm. An die Füße. Und auch sonst. Alles angenehm. Ja, der Mensch denkt, aber der Kutscher schmeißt um, wie der Volksmund so richtig sagt. Da geht nur unser Karl Spreemann leicht beschwingt
mit gut sitzenden Stiefeln über den Dönhoffplatz in seinen Laden. Dann schickt er das Personal zu Hause, den Lehrling und den jungen Mann, und schließt ab und legt die Riegel vor und denkt sich, nu ist Feierabend. Aber hast du gedacht? Mamsellieschen! Mamsellieschen! Wo stecken Sie denn in 3 Teufelsnamen? Entschuldigen Sie, Herr Spreemann, ich habe Sie nicht kommen gehört. Ich war drüben in meiner Kammer. Ja, ist recht. Sie müssen sich ja erst ein bisschen einrichten, Mamsellieschen. Machen Sie es nur schön gemütlich, ne? Ich war gerade bei Sachen packen. Ja, ist gut. Packen Sie erst aus und dann kommen Sie mal her bei mir und dann schreiben sich alle meine Leibgerichten auf. Ne? Nee, ich war bei Inpacken, Herr Spreemann. Ich gehe wieder. Und wenn ich vorher noch kündigen muss, dann kündige ich hiermit. Und hier ist auch der Daler Handgeldretour. Was ist hier fällig? Sie kündigen? Sie wollen schon wieder weg? Mamsell, noch kein Tag hier und schon wieder weg? Ja. Naja, verstehe ich schon. Aber ich muss sagen, so schnell hat Tante Caroline noch nie eine Mamsell rausgegrault. Also wissen Sie, vorher erst große Worte machen, ich nicht, Herr Spreemann. Ohne mir. Ja, naja, ich verstehe, Mamsell. Jawohl, ja, ich verstehe, ja. Ja, nicht, verstehen Sie, Herr Spreemann. Ihre Tante, die hätte mal sagen können, was so lustig war. Meinst du, die größten Gemeinlichkeiten? Und ich wäre doch nicht young, nee, Herr Spreemann. Aber mit eins, da hat sie recht gehabt und deswegen muss ich gehen. Womit hat sie recht gehabt? Himmelkreuz, Donnerwetter nochmal. Na, wie sie das da gesagt hat, von der gewisse Weibsperson, die bloß drauf abgesehen hat, sich bei einem reifen Mann ins warme Nest zu setzen. Ach, das ist doch dumme Zeugs. Und dass ich zu jung bin vor so einem Dienst bei so einem stattlichen Mann, hat ihre Tante doch gemeint. Aber das ist erst recht dumme Zeugs. Nee, also, da hat sie recht. Das schickt sich nicht, Herr Spreemann. Ich habe drüber nachgedacht. So ein Mädchen wie ich im Dienst beim Junggesellen und unter dasselbe Dach, da würden doch die Leute reden, Herr Spreemann, über uns beide und gewiss nichts Gutes. Und das schadet ihren guten Ruf und meinen auch und auch wegen Geschicklichkeit und überhaupt, ich tue es gewiss nicht gerne. Ja. Hat das also doch wieder hingekriegt, die Tante. Ihre Tante hat doch bloß gesagt, was ich mir hätte selber sagen müssen, Herr Spreemann. Sehen Sie doch in. Ja, ich sehe es in. Wenn Sie partout so wollen, Mamsellieschen, bitte, packen Sie Ihre 7 Zwetschgen und gehen Sie. Ich halte Ihnen nicht. Und Ihre Schicklichkeit will ich nicht zu nahe treten. Nicht meinen Gedanken, habe ich dann gedacht. Aber bitte, gehen Sie, wenn Sie wollen. Na du? Herr Kleber, was gibt's denn hier? Nein, der Sanitätsrat. Schöne Wirtschafterin haben Sie mir da ins Haus geschickt. Schwupps, weg geht's, fort mit Schaden. Hat der alte Bullock hat sich schon wieder vor die Tür gesetzt, Mamsellieschen? Das dürfen Sie bei dem nicht so tragisch nehmen. Ich habe ihr nicht vor der Tür gesetzt. Sie geht auf einen Wunsch, wie es immer Gezeugnisse heißt, nicht wahr? Gekündigt hat sie, bevor sie richtig da war. Da habe ich gerade angefangen, mich an ihr zu gewöhnen, da bin ich wieder solo, Herr Sanitätsrat. Naja, ist ja nett von Sie, dass Sie ihn jetzt zum Stammtisch abholen kommen. Das war aber gar nicht meine Absicht, Herr Spreemann. Eigentlich im Gegenteil. Ich wollte Ihnen raten, heute lieber mal den Stammtisch im Lindenbaum schießen zu lassen. Wieso denn das auf einmal? Wir haben es doch gestern schon erlebt, der Krawall auf dem Dönhoffplatz, die eingeschmissene Fensterscheibe. Und heute sieht es noch beunruhigender aus hier in den Straßen. Ja, was sich da alles rumtreibt? Die Leute reden schon davon, dass der König Truppen in die Stadt holen will. Na, und das gibt doch noch mehr böses Blut. Also, wenn Sie auf mich hören, heute ist es wirklich besser, man bleibt in seinen 4 Wänden. Ich will auch gleich wieder nach Hause. Von unseren mutigen Stammtischfreunden werden Sie ganz bestimmt keinen im Lindenbaum finden. Ich gebe Ihnen da Brief und Siegel drauf. Ja, haben die Hosen voll, meinen Sie, bloß weil eine Fensterscheibe zertappert ist, was? Na, ich für meinen Teil aber nicht. Ich gehe jetzt nach Lindenbaum. Und wenn ich als Einzigster an Stammtisch sitze, ich gehe, Herr Sanitätsrat. Und wenn Sie ein Mann sind, dann kommen Sie mit. Nein, packen Sie mich mal nicht gleich an meiner Mannesehre. Na, also, kommen Sie oder kommen Sie nicht? Ach, Sie sind ein Dickschädel. Na schön. Ich muss ja wohl. Na also. Ich gehe mal bloß noch mal die anderen Hosen anziehen. Mit dieser hier kann ich mal nicht in den Lindenbaum sehen lassen.
Das geht nicht, ne? Ach so, ja, lassen Sie es gut gehen, Mamsell Lieschen. Atschö. Atschö. Sagen Sie mal, Lieschen, was hast du denn da gegeben, dass Sie so auf Knall und Fall schon wieder weg wollen von Herrn Spreemann? Das ist doch wegen der Schicklichkeit, Herr Sanitätsrat. Na, aber dieser Spreemann, dieser schwere Nöter. Wieso doch nicht, Herr Sanitätsrat? Er hat's ja noch nicht. Aber es könnte doch und... Ach, das ist doch, wenn ich... Sagen wir mal, wenn ich 20 Jahre älter wäre, dann wäre ja wohl nicht mehr dabei. Aber ich mit meinen 30 gerade vorbei. Und Herr Spreemann ist doch wirklich noch ein stattlicher Mann. Ich dachte, das wäre so ein oller Knopf. Und nun ist er noch so rüstig. Aber Lieschen, meinen Sie denn, Sie sind die erste Wirtschafterin mit 30 gerade vorbei, die einem Junggesellen, einem stattlichen Junggesellen, die Wirtschaft macht? Ich weiß nicht, aber bisher war ich immer nur bei verheirateten Leute. Na, und wenn ja bei Ihrer Frau Mutter, Herr Sanitätsrat. Also nur mal klipp und klar. Haben Sie was gegen Herrn Spreemann? Na ja, bitte, ich weiß. Er ist ein Pulverkopf und bullert gern drauf los, aber ich kenne ihn doch. Ein Herz wie Gold. Ja, das hat er sicher. Da will ich auch nicht widersprechen, Herr Sanitätsrat. Aber? Herr Spreemann muss doch auf seinen guten Ruf achten. Also der ist seine Sache. Und Ihr guter Ruf ist Ihre Sache, Mamsell Lieschen. Ich werde mal sagen, was hier gespielt wird. Spreemanns Tante. Ich kenne das Biest. Gott verzeih mir das böse Wort. Die will ihren Herrn Neveu durchaus mit ihrer Tochter verheiraten. Und dabei ist ja jeder weibliche Geist hier im Hause natürlich im Wege. Ja, ich weiß nicht, ob der gute Spreemann eines Tages nicht doch in die Falle gehen wird. Dann kann er hier stehen, das Leben ein bisschen freundlicher machen und ein bisschen gesellig. Denn er ist doch recht allein, wenn man es genau nimmt. Na ja, das ist er wohl auch. Und wenn er sich denn so ganz alleine behelfen muss mit Kochen und Waschen und sauber machen. Herr Sanitätsrat, was meinen Sie? Was soll ich machen? Soll ich bleiben? Aber ja doch, Mamsell Lieschen. Bleiben Sie. Na, dann werde ich's machen, wenn Sie das sagen. Aber, so, jetzt gehen Sie mal in die Küche und machen ein ordentliches Armbrot für Herrn Spreemann. Und decken ihm den Tisch in der guten Stube. Und stellen ihm die Kruge Bernauer Bier hin. Und ich verschwinde dann unauffällig. Ist sicher das Beste so. So, bei können jener Sanitätsrat hier. Ja. Sie sind ja auch noch hier. Nee, ich bin schon weg. Hätte ich eigentlich nicht von Sie gedacht. Was denn? Er hat so einen treuen Blick. Wie so ein Yachter, wissen Sie? Und ich hab gemeint, an der werde ich eine haben, wo ich mir nicht immer nur über zu ärgern brauche. Aber da ist doch eine wie die anderen, sind ja erfahren. Aber im Grunde spricht es doch nur für Mamsell Lieschen, dass sie so um ihren guten Ruf besorgt ist. Und um ihren auch, Herr Spreemann. Ach du Donner, was ich mir da früher kaufe. Da wollen wir mal gehen und unseren Stammtisch bevölkern, Herr Sanitätsrat. Ja, gewiss. Aber wollen Sie sich vorher wenigstens nicht noch richtig von Mamsell Lieschen verabschieden? Ich meine, das gehört sich dazu. Oh, können Sie meinen, verdient hat sie es nicht. Aber ich kann ja mal. Wo ist sie denn in Ihrer Kammer? Na, ich glaube in der guten Stube. Was hat sie denn da zu suchen, möchte ich mal wissen. Na, du brat mal hin einen Storch. Und die Beine recht knusprig. Gebratenen Storch hat's beim Kaufmann leider nicht gegeben, Herr Spreemann. Wurst und Schinken und geräucherter Aal. Ist das ein Friedensangebot, Mamsell? Wissen Sie, das vorhin, das müssen wir nicht so auf die Goldware legen. Ich bin nun mal ein oller Brubbelkopf. Hat der Herr Sanitätsrat auch gesagt. Ja? Pulverkopf hat er gesagt. So, hat er. Ja, ist ja wohl dasselbe. Ja, heute Abend können Sie aber nicht mehr aus dem Haus. Es ist zu unsicher draußen. Hat auch der Herr Sanitätsrat gesagt. Wenn Sie durchaus ziehen wollen, dann erst morgen früh. Ne? Wenn Sie ziehen wollen. Wieso denn ziehen? Sie haben doch gekündigt, Mamsell. Ach, das habe ich mir überlegt. Das nehme ich dann wieder zurück, wenn es so recht ist.
Und bleibe, wenn es so recht ist. Ist gut. Ist mal recht. Ist mal sehr recht. So einen gut gedeckten Armbrot habe ich lange nicht gesehen. So ja, ein Bernauer Bier haben Sie gedacht. Fehlt sonst noch was? Nicht mal der Appetit. Sehr. Singen, Mamselwieschen. Und wenn ich sage, sehr gut, dann meine ich auch, sehr gut. Das freut mich, Herr Spreemann. Lassen Sie sich ordentlich schmecken. Danke. Schmeckt schon.